Infinitivkonstruktionen. In dem heutigen Video erkläre ich dir die 3 Infinitivkonstruktionen umzu, anstatt zu und ohne zu. Du erfährst, wann du diese benutzen musst, aber noch viel wichtiger, wann du sie benutzen kannst. Denn du darfst sie nicht immer benutzen. Das hängt davon ab, ob, Achtung, das nicht vorhandene Subjekt im Nebensatz mit dem im Hauptsatz übereinstimmt. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um die Infinitivkonstruktionen. Das sind die Konstruktionen umzu, anstatt zu und ohne zu. Anders als die Infinitivsätze funktioniert hier der Infinitiv mit zu komplett unabhängig vom Verb im Hauptsatz. Es spielt also keine Rolle, welches Verb da im Hauptsatz steht. Diese 3 Konstruktionen haben alle ihre eigene Bedeutung und werden entsprechend eingesetzt. Gemeinsam mit den Infinitivsätzen haben sie aber, dass es kein Subjekt gibt. Und wie genau diese 3 Infinitivkonstruktionen funktionieren, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. Fangen wir mit umzu an. Umzu drückt immer eine Absicht, einen Zweck oder ein Ziel aus. Die Fragewörter dafür sind wozu, wofür oder zu welchem Zweck. Zum Beispiel, wofür lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, um in Deutschland arbeiten zu können. Oder ich lerne Deutsch, um mit den Eltern von meinem Mann sprechen zu können. Dabei ist die Bedingung von umzu hier immer, dass das Subjekt im Hauptsatz dasselbe wie das im Nebensatz sein muss, also die Bedingung für die normalen Infinitivsätze, für den Infinitiv mit zu. Falls das nicht der Fall ist, dann nimmst du damit. Damit ist also immer die Variante, mit der du umzu ersetzen kannst. Das kennst du auch schon von den Finalsätzen. Dazu gibt es auch ein Video, was ich dir hier verlinken werde. Hier aber nochmal ein Beispiel. Ich gehe einkaufen, damit ich morgen etwas zum Essen im Kühlschrank habe. Hier grün markiert siehst du die Subjekte im Hauptsatz wie auch im Nebensatz. Und das ist das gleiche wie ich gehe einkaufen, um morgen etwas zum Essen im Kühlschrank zu haben. Nehmen wir ein Beispiel, wo das Subjekt nicht gleich ist. Ich spiele in eurem Team, damit beide Teams gleich stark sind. Hier kannst du nur damit benutzen und umzu funktioniert nicht. Falls du dazu noch zwischen den Unterschied zwischen damit und umzu noch mehr Infos haben willst, dann schau einfach mal auf meiner Webseite vorbei oder schau dir das Video an, was ich dir hier in den Infokarten verlinke. Als nächstes Sätze mit ohne zu. Die Infinitivkonstruktion ohne zu drückt eine Verneinung, Negation bzw. eine Einschränkung aus. Zum Beispiel, er hat die Party verlassen, ohne Tschüss zu sagen. Bedeutet, er hat sich nicht verabschiedet, er hat also nicht Tschüss gesagt. Er hat Deutsch gelernt, ohne einen Deutschkurs zu besuchen. Bedeutet, er hat nie einen Deutschkurs besucht. Er ist Auto gefahren, ohne einen Führerschein zu haben. Bedeutet, er hat keinen Führerschein. Auch hier ist die Bedingung für ohne zu, dass das Subjekt im Hauptsatz dasselbe sein muss wie im Nebensatz. Und wenn es nicht das gleiche ist, dann musst du ohne das benutzen. Das geht natürlich auch mit dem gleichen Subjekt, wie zum Beispiel ich schreibe den Test, ohne dass ich gelernt habe. Das ist das gleiche wie ich schreibe den Test, ohne gelernt zu haben. Beispiel, wo es nicht gleich ist, meine Tochter ist eingeschlafen, ohne dass ich ihr ein Lied vorgesungen habe. Hier ist keine ohne zu Infinitivkonstruktion möglich. Mehr dazu findest du auch noch bei den Modalsätzen. Auch da verlinke ich dir das Video hier in den Infokarten. Als letzte Infinitivkonstruktion haben wir noch anstatt zu.
Mit der Infinitivkonstruktion statt zu bzw. anstatt zu beschreibst du immer eine Ersatzhandlung oder etwas, was man in der Situation nicht erwartet hat, also etwas Unerwartetes. Als erstes, es gibt keinen Unterschied zwischen statt zu oder anstatt zu. Es funktioniert beides. Das ist regional ein bisschen unterschiedlich, welches benutzt wird oder auch ganz individuell, was derjenige lieber benutzt. Ich bleibe zu Hause, statt mit meinen Freunden an den Strand zu gehen. Das hier ist eine nicht erwartete Handlung. Bedeutet, ich habe keine Lust oder ich muss halt lernen. Hier beschreibt man etwas, im Hauptsatz wird etwas gemacht, aber hier ist das ist die Ersatzhandlung zu diesem hier. Denn ich gehe nicht mit meinen Freunden an den Strand. Du solltest Hausaufgaben machen, anstatt den ganzen Tag Computerspiele zu spielen. Das Kind hat unerwartet seine Hausaufgaben nicht gemacht und den ganzen Tag Computer gespielt. Also im Hauptsatz ist immer die Handlung hier, von dem Fall von der Mutter oder dem Vater, was eigentlich erwartet wurde, und hier ist dann das, was das Kind eigentlich gemacht hat. Und auch hier ist die Bedingung für die Benutzung von anstatt zu, dass das Subjekt im Hauptsatz dasselbe sein muss wie im Nebensatz. Ansonsten musst du anstatt das benutzen. Und hier wäre das Beispiel, ich bleibe zu Hause, anstatt dass ich in den Urlaub fahre. Das bedeutet das Gleiche, ich bleibe zu Hause, anstatt in den Urlaub zu fahren. Hier habe ich kein sinnvolles Beispiel gefunden, wo das Subjekt im Hauptsatz nicht mit dem Subjekt im Nebensatz übereinstimmt. Aber falls du eins findest, auch da gilt, anstatt zu ist nur dann möglich, wenn du das gleiche Subjekt hast, ansonsten anstatt das. Grundsätzlich gilt auch, wenn das Subjekt gleich ist, klingt die Version mit dem Infinitiv mit zu bei allen drei Infinitivkonstruktionen immer besser. So, jetzt sollte klar sein, wann du umzu, anstatt zu und ohne zu benutzt. Wenn du mich und diesen Kanal unterstützen möchtest, dann schau doch einfach mal in meinem Shop vorbei. Dort findest du jede Menge E-Books und Online-Kurse, die dir auch beim Deutschlernen, vor allem mit der deutschen Grammatik, helfen. Ich würde mich freuen. Du findest das unter shop.easy-deutsch.de, und ansonsten hoffe ich, dass wir uns morgen beim nächsten Video wiedersehen, und bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.